Lektion 1 Kochabenteuer. Hallo Anna, ich habe ein neues Rezept gefunden, das ich ausprobieren möchte. Großartig. Dann versuche ich es morgen mal zu machen. Hallo John, das klingt spannend. Was hast du vor zu kochen? Es ist eine hausgemachte Lasagne. Ich habe gehört, dass es köstlich und perfekt für ein Familienessen ist. Lasagne ist ein Klassiker. Lassen Sie mich wissen, wie es ausgeht. Hast du alle Zutaten? Ich tue, ich muss nur sicherstellen, dass ich genug Käse und Soße habe. Die sind unerlässlich. Planen Sie, besondere Zutaten hinzuzufügen. Für zusätzlichen Geschmack und Nährstoffe könnte ich etwas Spinat hinzufügen. Das ist eine fantastische Idee. Es wird eine nette Note hinzufügen. Was servieren Sie dazu? Als Ausgleich zum Essen denke ich an einen einfachen Beilagensalat. Lektion 2 Ein Projekt planen. Guten Morgen Anna, ich habe gerade einen Projektplan fertiggestellt und finde ihn ausgezeichnet. Hallo John, das ist toll zu hören. Es hört sich so an, als hätten Sie alle Grundlagen abgedeckt. Ja, ich habe darauf geachtet, Zeitpläne, Ressourcenzuweisung und potenzielle Herausforderungen einzubeziehen. Beeindruckend. Ein detaillierter Plan kann die Projektergebnisse erheblich verbessern. Genau. Es trägt dazu bei, dass alle auf dem Laufenden bleiben und sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Haben Sie konkrete Strategien zur Bewältigung möglicher Herausforderungen im Kopf? Ich plane, regelmäßige Check-ins durchzuführen, um auftretende Probleme zu beheben. Das ist ein kluger Ansatz. Kontinuierliche Kommunikation kann wirklich dabei helfen, das Projekt auf Kurs zu halten. Absolut. Ich bin gespannt, wie sich alles entwickelt. Lektion 3 Empfehlungen für Fitnessroutinen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, mit einem Fitnessprogramm zu beginnen. Haben Sie Empfehlungen? Hallo John, nun, es hängt von deinen Vorlieben ab. Suchen Sie etwas Intensiveres oder Entspannteres? Ich würde etwas Ausgewogenes bevorzugen, das sowohl Cardio als auch Krafttraining beinhaltet. Das ist eine tolle Wahl. Eine Mischung kann helfen, die allgemeine Fitness zu verbessern. Wie viele Tage pro Woche können Sie einplanen? Ich kann ungefähr 4 Tage pro Woche trainieren und mich dabei auf verschiedene Muskelgruppen konzentrieren. Das klingt effektiv. Sie könnten an 2 Tagen Krafttraining und an den anderen beiden Cardio-Training machen. Genau. Ich möchte auch einige Flexibilitätsübungen einbauen. Sie sind so wichtig für die Genesung. Definitiv. Yoga ohne Dehnübungen können Ihre Flexibilität deutlich verbessern und helfen, Verletzungen vorzubeugen. Ich werde darauf achten, diese auch zu integrieren. Danke für den Rat. Lektion 4 Aufrechterhaltung eines perfekten Zustands. Guten Morgen, Anna. Ich habe kürzlich erfahren, wie wichtig es ist, Gegenstände in einwandfreiem Zustand zu halten. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Auf welche Artikel beziehen Sie sich? Ich spreche sowohl von persönlichen Gegenständen als auch von Haushaltsgeräten. Wenn Sie sie in gutem Zustand halten, kann dies Ihre Lebensdauer verlängern. Zuruf. Regelmäßige Wartung verhindert kostspielige Reparaturen auf der ganzen Linie. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Ja, ich habe mein Fahrrad eine Zeit lang vernachlässigt und es musste schließlich umfassend repariert werden. Das ist bedauerlich. Ich habe ähnliche Erfahrungen mit Geräten gemacht. Es ist beeindruckend,
die kleine Probleme eskalieren können. In der Tat, proaktiv zu bleiben ist der Schlüssel. Welche Wartungstipps empfehlen Sie? Regelmäßige Reinigung und rechtzeitige Wartung können Wunder bewirken. Es ist auch von Vorteil, die Herstellerrichtlinien zu befolgen. Voller Rat. Ich habe gelernt, dass die Liebe zum Detail auf lange Sicht Zeit und Geld sparen kann. So, ein wenig Aufwand trägt wesentlich dazu bei, den Zustand unserer Habseligkeiten zu erhalten. Ich fühle mich inspiriert, jetzt sorgfältiger mit der Wartung umzugehen. Lektion 5: Basteln mit Texturen. Hallo Anna, ich habe nach Möglichkeiten gesucht, meine Bastelprojekte mit Papier und Verzierungen aufzuwerten. Hallo John, das klingt spannend. Welche spezifischen Texturen ziehen Sie in Betracht? Ich möchte meinen Scrapbook-Seiten etwas Struktur verleihen. Ich denke, dass sie dadurch optisch ansprechender werden. Folge. Haben Sie darüber nachgedacht, Materialien wie Stoff oder Spitze als Verzierung zu verwenden? Ja, Stoff kann ein schönes haptisches Element hinzufügen. Ich habe auch darüber nachgedacht, strukturierten Karton zu verwenden. Strukturierter Karton ist eine wunderbare Wahl. Es kann tiefe und Interesse an Ihren Designs erzeugen. Genau. Ich möchte auch einige natürliche Elemente wie Trockenblumen integrieren. Was denken Sie? Das wäre schön. Natürliche Elemente können Ihren Projekten eine einzigartige und organische Atmosphäre verleihen. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine schöne Möglichkeit, das Sammelalbum mit Erinnerungen aus der Natur zu personalisieren. In der Tat, persönliche Details machen jedes Handwerk bedeutungsvoller. Hast du schon mit deinem Scrapbook begonnen? Noch nicht, aber ich kann es kaum erwarten, alle meine Materialien zusammenzutragen und mit dem kreativen Prozess zu beginnen. Lektion 6: Die Rechnung begleichen. Hallo Anna, ich habe nicht gefragt, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, eine Rechnung in Restaurants zu begleichen. Hallo John, das ist ein wichtiges Thema. Welche Möglichkeiten kennen Sie? Ich weiß, dass einige Orte Bargeld und Kreditkarten akzeptieren. Gibt es noch andere Methoden? Viele Restaurants akzeptieren mittlerweile auch mobile Bezahl-Apps. Sie sind ziemlich praktisch. Das stimmt. Der Einsatz von Apps kann den Bezahlvorgang beschleunigen. Bevorzugen Sie eine Methode gegenüber einer anderen? Ich bevorzuge Kreditkarten wegen der Prämien, aber Bargeld ist für kleinere, lokale Restaurants nützlich. Das macht Sinn. Manche Leute finden es auch einfacher, Ausgaben mit Kreditkarten zu verfolgen. Ja, es geht um Bequemlichkeit und persönliche Vorlieben. Sind beim Bezahlen jemals Probleme aufgetreten? Einmal wurde meine Karte aufgrund eines technischen Fehlers abgelehnt. Es war ziemlich peinlich. Oh nein, das kann unangenehm sein. Es ist immer gut, für alle Fälle eine Ersatzzahlungsoption zu haben. Absolut. Ich habe gelernt, für unerwartete Situationen ein wenig Bargeld dabei zu haben. Lektion 7: Modewahl in Tasterfarben. Guten Morgen, Anna. Ich suche nach Vorschlägen für Pastellfarben für ein Kleid, das ich kaufen möchte. Hallo John, Pastellfarben sind wunderschön. Was für ein Kleid erwägen Sie? Ich denke über ein hellblaues Alinenkleid nach. Ich glaube, es wäre perfekt für den Frühling.
Das klingt wunderschön. Hellblau ist so eine erfrischende Farbe. Es würde zu vielen Anlässen passen. Ja, und mir gefällt, wie man es schick oder leger tragen kann. Habt ihr noch weitere Farbvorschläge? Wie wäre es mit einem sanften Lavendel? Es ist ein trendiges Pastell und verleiht einen schönen Hauch von Eleganz. Das ist eine tolle Idee. Lavendel würde das Hellblau gut ergänzen, wenn ich mich für eine Kombination entscheide. Ja, Pastelltöne können zusammen einen harmonischen und stilvollen Look ergeben. Hast du schon Kleider anprobiert? Noch nicht, aber ich habe vor, dieses Wochenende eine Boutique zu besuchen, um etwas anzuprobieren. Ich bin begeistert. Lektion 8: Bootbildernpassungen. Hallo Anna, ich habe unser aktuelles Budget überprüft und festgestellt, dass einige Ausgaben leicht gestiegen sind. Hallo John, leichte Steigerungen können verkraftbar sein. Welche konkreten Bereiche sind betroffen? Hauptsächlich im Bereich Lieferungen und Versorgung. Ich glaube, dass wir den Haushalt entsprechend anpassen müssen. Das macht Sinn. Haben Sie darüber nachgedacht, Mittel aus weniger kritischen Bereichen umzuverteilen? Ja, ich denke, wir könnten die Ausgaben für diskretionäre Artikel reduzieren. Es ist wichtig, wesentliche Ausgaben zu priorisieren. Bitte Luf. Ein strategischer Ansatz kann uns dabei helfen, unsere finanziellen Ziele einzuhalten. Wie oft empfehlen Sie, das Budget zu überprüfen? Ich empfehle monatliche Überprüfungen, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und rechtzeitig Anpassungen vornehmen können. Das kennt Club. Regelmäßige Auswertungen können uns helfen, Trends zu erkennen und proaktiv anzupassen. Denken Sie, dass wir das Team in diesen Prozess einbeziehen sollten? Die Einbindung des Teams kann wertvolle Erkenntnisse liefern und das Gefühl der Eigenverantwortung für das Budget fördern. Lektion 9: Die Macht gezielter Werbung. Hallo Anna, ich habe mich mit dem Konzept zielgerichteter Anzeigen und ihrer Wirksamkeit im Marketing beschäftigt. Hallo John, gezielte Werbung ist ein leistungsstarkes Tool. Sie helfen Unternehmen dabei, bestimmte Kundensegmente effizienter zu erreichen. Genau. Durch die Analyse von Kundendaten können Unternehmen ihre Botschaften so anpassen, dass sie bei der richtigen Zielgruppe ankommen. Das stimmt. Personalisierte Werbung führt häufig zu höheren Engagement- und Konversionsraten. Haben Sie ein Beispiel dafür in Aktion gesehen? Ja, ich habe kürzlich Anzeigen für Produkte erhalten, nach denen ich online gesucht habe. Es fühlte sich fast unheimlich an. Das ist das Schöne an gezielter Werbung. Es kann den Verbrauchern ein nahtloses Einkaufserlebnis bieten. Glauben Sie, dass dieser Ansatz Nachteile hat? Einige Verbraucher empfinden es möglicherweise als aufdringlich oder haben das Gefühl, dass ihre Privatsphäre beeinträchtigt wird. Für Vermarkter ist es ein heikles Gleichgewicht. Ich stimme zu. Transparenz ist von entscheidender Bedeutung, um beim Einsatz zielgerichteter Anzeigen Vertrauen bei Kunden aufzubauen. Wie können Unternehmen Ihrer Meinung nach das erreichen? Indem Unternehmen klar kommunizieren, wie Daten verwendet werden und Opt-out-Optionen anbieten, können sie die Präferenzen der Verbraucher respektieren. Lektion 10: Dem Wohlbefinden Priorität einräumen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, unserem Wohlbefinden Priorität einzuräumen. Hallo John, das ist ein wichtiges Thema. Was hat Sie dazu bewogen, sich auf das Wohlbefinden zu konzentrieren? Mir wurde klar, dass ich oft die Bedürfnisse anderer über meine eigenen stelle, was anstrengend sein kann. Das ist verständlich. Es kann schwierig sein, niemanden verärgern zu wollen. Wie wollen Sie das ausgleichen?
Ich denke, Grenzen zu setzen ist entscheidend. Es ist in Ordnung, manchmal Nein zu sagen, oder? Absolut. Nein zu sagen kann auf lange Sicht tatsächlich zu gesünderen Beziehungen führen. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich geistig und körperlich gesund bin. Haben Sie effektive Möglichkeiten gefunden, Ihr Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen? Ja, ich übe Achtsamkeit und mache Pausen, um neue Kraft zu tanken. Es macht einen erheblichen Unterschied. Das klingt vorteilhaft. Ich könnte versuchen, einige Achtsamkeitsübungen in meine Routine zu integrieren. Definitiv. Es ermöglicht Ihnen, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und Stress abzubauen. Welche anderen Praxen erwägen Sie? Vielleicht plane ich regelmäßige Auszeiten ein und beteilige mich an Aktivitäten, die mir Spaß machen, wie Lesen oder Wandern. Das klingt nach hervorragenden Ideen. Die Ausübung von Hobbys kann eine tolle Abwechslung sein und das allgemeine Glück steigern. Ich freue mich darauf, diese Veränderungen umzusetzen und mich mehr auf mein Wohlbefinden zu konzentrieren. Lektion 11: Bindung aufbauen und Erinnerungen schaffen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen und Kontakte zu knüpfen und Erinnerungen zu schaffen. Hallo John, das ist so ein schöner Gedanke. Was hat diese Überlegung ausgelöst? Ich habe kürzlich an einem Familientreffen teilgenommen und es hat mich daran erinnert, wie besonders diese Momente sind. Zuruf. Familientreffen schaffen dauerhafte Verbindungen. Wie war die Atmosphäre bei der Versammlung? Es war lebhaft und voller Gelächter. Alle erzählten mir Geschichten, was herzerwärmend war. Das klingt wunderbar. Das Teilen von Geschichten kann Bindungen wirklich stärken und ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen. Ja, es ist auch eine Zeit, in der wir alle zusammenkommen, um unsere einzigartigen Erlebnisse zu feiern. Ja, haben Sie bevorstehende Zusammenkünfte oder Veranstaltungen geplant? Ja, wir planen bald ein Grillwochenende. Ich freue mich darauf. Das ist aufregend. Grillabende sind perfekt, um bei leckerem Essen und guten Gesprächen Kontakte zu knüpfen. Ich kann es kaum erwarten, weitere Erinnerungen mit meiner Familie zu schaffen. Lektion 12: Spaß mit Freunden. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie viel Spaß es macht, einfach zu arbeiten und mit Freunden abzuhängen. Hallo John, das hört sich herrlich an. Was machst du gerne mit deinen Freunden? Wir veranstalten oft Spieleabende oder gehen essen. Es ist eine großartige Möglichkeit, nach einer anstrengenden Woche zu entspannen. Das klingt nach einem Riesenspaß. Gibt es spannende Pläne mit deinen Freunden? Wir planen nächstes Wochenende eine Wanderung. Ich freue mich riesig darauf. Das ist fantastisch. Wandern ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Natur und untereinander zu verbinden. Genau. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Haben Sie Lieblingsaktivitäten im Freien? Ich fahre gerne Rad und besuche die örtlichen Parks. Es ist erfrischend, draußen zu sein. Absolut. Outdoor-Aktivitäten können Körper und Geist regenerieren. Vielleicht begleite ich dich irgendwann einmal auf eine Radtour. Das würde mir gefallen. Es macht immer Spaß, gemeinsam neue Wege zu erkunden. Ich freue mich darauf, weitere Ausflüge mit Freunden zu planen. Lektion 13: Leben als NBA-Superstar. Hallo Anna, ich habe kürzlich über das Leben von NBA-Superstars gelesen und wie es sich nach dem Ruhestand verändert.
Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Was fanden Sie am interessantesten? Ich erfuhr von Margit Jonsson, die ironischerweise nach ihrer Pensionierung Sprecherin für Safer Sex wurde. Das ist faszinierend. Es zeigt, wie Sportler auch nach dem Ende ihrer Sportkarriere Einfluss auf gesellschaftliche Belange nehmen können. Genau. Sein Wandel von einer Basketball-Ikone zu einem Gesundheitsbefürworter ist ziemlich bemerkenswert. Was motiviert Ihrer Meinung nach Sportler, sich für solche Zwecke zu engagieren? Ich glaube, dass sie der Gemeinschaft etwas zurückgeben und das Bewusstsein für wichtige Themen schärfen wollen. Das ist inspirierend. Das ist es wirklich. Darüber hinaus verfügen sie über eine Plattform, die Millionen erreichen kann und so ihre Botschaft wirkungsvoll macht. Zuruf. Glauben Sie, dass mehr Sportler in seine Fußstapfen treten sollten? Ja, ich denke, dass die Nutzung ihres Ruhms für positive Veränderungen ein bleibendes Erbe hinterlassen kann. Es ermutigt auch die Fans, aktiv zu werden. Lektion 14. Entdecken Sie handgefertigtes Kunsthandwerk. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals darüber nachgedacht, handgefertigtes Kunsthandwerk zu kaufen? Sie können so einzigartig sein. Hallo John, das klingt interessant. Welche Arten von Kunsthandwerk meinen Sie? Ich denke an Gegenstände wie Töpferwaren, Schmuck und Textilien. Sie haben oft eine persönliche Note. Ich liebe diese Idee. Handgefertigtes Kunsthandwerk erzählt eine Geschichte und unterstützt lokale Kunsthandwerker. Wo kann ich sie finden? Sie finden sie auf lokalen Handwerksmessen, Kunsthandwerksmärkten oder sogar auf Online-Plattformen wie Etsy. Sie ist eine tolle Option. Es ist erstaunlich, wie viele talentierte Schöpfer es gibt. Haben Sie dort etwas gekauft? Ja, ich habe einmal eine handbemalte Tasse gekauft. Es hat meiner Küche eine schöne Note verliehen. Das ist wunderbar. Handgefertigte Gegenstände können unsere Wohnräume wirklich aufwerten. Haben Sie Empfehlungen für bestimmte Verkäufer? Ich schlage vor, nach Verkäufern mit guten Bewertungen und einem einzigartigen Stil zu suchen, der bei Ihnen Anklang findet. Lektion 15. Unvergessliche Reiseerlebnisse. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie Reisen uns in verschiedene Kulturen eintauchen lassen kann. Hallo John, das klingt spannend. Reisen führt oft zu unvergesslichen Erlebnissen. Welche Orte gehen Ihnen durch den Kopf? Ich würde gerne Japan besuchen. Die Mischung aus Tradition und Moderne ist faszinierend. Teheran ist eine gute Wahl. Die Kultur, das Essen und die Landschaften sind wirklich einzigartig. Haben Sie mit der Planung Ihrer Reise begonnen? Noch nicht, aber ich möchte diese Reisepläne bald schmieden. Was ist mit dir? Irgendwelche Reiseambitionen? Ich wollte schon immer Italien erkunden. Die Kunst, die Geschichte und die Küche sind unglaublich ansprechend. Italien wäre großartig. Stellen Sie sich vor, Sie schlendern durch Rom und probieren authentische Pasta. Ja, es wird ein unvergessliches Erlebnis sein, die lokale Kultur und Traditionen zu genießen. Lasst uns eines Tages gemeinsam Reisepläne schmieden. Mit einem Freund macht es immer mehr Spaß, neue Orte zu erkunden. Lektion 16. Lebensmitteleinkauf am Samstag. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie voll es im Supermarkt samstags ist? Hallo John, ja, es ist immer viel los. Es scheint, als ob alle diese Woche einkaufen gehen. Genau. Die meisten Kinder freuen sich auf den Samstag, weil er oft Familienausflüge oder lustige Aktivitäten bedeutet.
Das stimmt. Für sie ist es wie eine kleine Feier nach einer langen Schulwoche. Erinnern Sie sich noch daran, was Sie als Kind samstags gerne gemacht haben? Ich liebte es, mit meinen Eltern in den Laden zu gehen und Snacks auszusuchen. Es fühlte sich wie ein Abenteuer an. Ich kann es nachvollziehen. Es war immer spannend, bei der Einkaufsliste und der Auswahl der Leckereien mitzuhelfen. Ja, diese kleinen Momente machten den Lebensmitteleinkauf zu etwas Besonderem. Glauben Sie, dass es für Kinder heute noch Spannung gibt? Ich denke, das ist der Fall, vor allem, wenn die Eltern es zu einem unterhaltsamen Erlebnis machen. Vielleicht indem sie einen neuen Gegenstand zum Ausprobieren auswählen lassen. Das ist eine tolle Idee. Eine interaktive Gestaltung des Lebensmitteleinkaufs könnte eine positive Beziehung zum Essen fördern. Lektion 17. Historische Persönlichkeiten in der kanadischen Geschichte. Guten Morgen, Anna. Ich habe über General Isaac Brock und seine Verbindung zur kanadischen Geschichte gelesen. Hallo John, das klingt faszinierend. Was haben Sie über ihn herausgefunden? Er spielte eine entscheidende Rolle im Krieg von 1812 und half bei der Verteidigung Kanadas gegen die amerikanischen Streitkräfte. Ja, ich erinnere mich, von ihm gehört zu haben. Seine Führung war in dieser Zeit von entscheidender Bedeutung. Gibt es historische Stätten, die mit ihm in Verbindung stehen? Absolut. In der Nähe von Quenston, wo er kämpfte, gibt es historische Häuser, die sein Vermächtnis würdigen. Das ist unglaublich. Ich glaube, dass Laura Sickert auch eine wichtige Figur im Zusammenhang mit dieser Geschichte ist, oder? Genau. Sie ist bekannt für ihre mutige Reise, um die britischen Streitkräfte vor einem bevorstehenden amerikanischen Angriff zu warnen. Was für eine mutige Tat. Es ist erstaunlich, wie diese historischen Persönlichkeiten zur Gestaltung Kanadas beigetragen haben. Ja, ihre Geschichten erinnern uns an die Opfer, die für die Freiheit unserer Nation gebracht wurden. Wir sollten diese historischen Stätten unbedingt eines Tages besuchen. Lektion 18. Sammler und ihre Schätze. Hallo Anna, ich habe die Welt der Sammler und der einzigartigen Stücke, die sie schätzen, erkundet. Hallo John, das klingt interessant. Für welche Arten von Gegenständen haben Sammler normalerweise eine Leidenschaft? Ich bin auf Sammler von Messern, Drucken und anderen Erinnerungsstücken gestoßen, die oft nordamerikanische Häuser schmücken. Das ist interessant. Sammeln kann ein faszinierendes Hobby sein, insbesondere wenn es mit der persönlichen Geschichte oder Kultur verbunden ist. Genau. Jeder Gegenstand erzählt eine Geschichte und kann Erinnerungen oder Gefühle hervorrufen. Sammelst du etwas? Ich sammle zwar nicht aktiv, bewahre aber gerne alte Postkarten und Briefe auf. Sie haben einen sentimentalen Wert. Das ist wunderbar. Mit Postkarten können schöne Momente festgehalten werden. Haben Sie sie bei Ihnen zu Hause ausgestellt? Ja, ich habe ihnen eine kleine Galeriewand gewidmet. Es löst Gespräche aus, wenn Gäste zu Besuch kommen. Das ist eine kreative Möglichkeit, Ihre Sammlung zu präsentieren. Es ist erstaunlich, wie Sammlerstücke unsere Räume und unser Leben bereichern können. Lektion 19. Theaterfestivals in Ontario. Hallo Anna, ich habe über die Theaterfestivals in Ontario gelesen und sie gelten als die größten der Welt. Hallo John, das ist faszinierend. Welches Festival hat Ihre größte Aufmerksamkeit erregt? Das Stratford Festival sticht heraus. Es ist bekannt für seine herausragenden Produktionen und zieht Talente aus aller Welt an. Ja, davon habe ich gehört. Es ist beeindruckend,
wie sich diese kleine Stadt zu einem kulturellen Zentrum entwickelt hat. Genau. Es ist unglaublich, wie eine kleine Stadt solch hochkarätige Aufführungen veranstalten kann. Haben Sie schon einmal Festivals besucht? Ich habe vor ein paar Jahren das Schaf-Festival besucht. Die Atmosphäre war lebendig und die Aufführungen waren außergewöhnlich. Das klingt wunderbar. Es muss unvergesslich gewesen sein, welche Theater in solch einer wunderschönen Umgebung zu erleben. Das war es wirklich. Die Mischung aus Geschichte und Kunst schafft ein einzigartiges Ambiente. Planen Sie, bald irgendwelche Festivals zu besuchen? Ich hoffe, dass ich diesen Sommer das Stratford Festival besuchen kann. Ich möchte in das Theatererlebnis eintauchen. Lektion 20. Neue Partnerschaften im Ausland erkunden. Guten Morgen, Anna. Ich habe über Möglichkeiten nachgedacht, unser Geschäft zu erweitern. Und die Erkundung neuer Partnerschaften im Ausland klingt nach einer guten Idee. Hallo John, das ist ein interessanter Ansatz. Über welche Regionen denken Sie über mögliche Partnerschaften nach? Ich glaube, dass es von Vorteil sein könnte, sich die Märkte in Europa anzusehen. Sie haben eine starke Nachfrage nach unseren Dienstleistungen. Zuruf. Die Zusammenarbeit mit europäischen Unternehmen könnte unsere globale Präsenz stärken. Haben Sie schon konkrete Zusammenhänge hergestellt? Noch nicht, aber ich möchte potenzielle Partner recherchieren und bald mit ihnen Kontakt aufnehmen. Das ist ein kluger Schachzug. Der Aufbau internationaler Beziehungen kann viele Türen öffnen. Welche Faktoren werden Sie bei der Auswahl der Partner berücksichtigen? Ich werde mich auf ihren Ruf, ihre Kompatibilität und darauf konzentrieren, ob ihre Werte mit unseren übereinstimmen. Das sind wichtige Kriterien. Der Aufbau gegenseitigen Respekts und Verständnisses ist der Schlüssel zu erfolgreichen Partnerschaften. Ja, und ich denke, der Besuch internationaler Messen könnte uns dabei helfen, uns effektiv zu vernetzen. Lektion 21. Zahlungsmethoden für Dienstleistungen. Hallo Anna, ich habe die Zahlungsmethoden für unseren Service überprüft und festgestellt, dass bei einigen eine Vorauszahlung erforderlich ist, während bei anderen die Zahlung bei der Ankunft möglich ist. Hallo John, das ist ein wichtiger Unterschied. Was sind die Vorteile der einzelnen Methoden? Die Vorauszahlung garantiert die Bindung der Kunden, während die Zahlung bei Ankunft Flexibilität bietet. Das macht Sinn. Flexibilität kann mehr Kunden anziehen, insbesondere diejenigen, die zögern, sich zu binden. Genau. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass unser Cashflow stabil bleibt. Wie können wir Ihrer Meinung nach beide Optionen in Einklang bringen? Vielleicht könnte die Implementierung eines abgestuften Systems funktionieren. Kunden, die im Voraus bezahlen, könnten einen Rabatt erhalten. Das ist eine tolle Idee. Es schafft Anreize für eine frühzeitige Zahlung und bietet gleichzeitig Flexibilität für andere. Ja, es schafft eine Win-Win-Situation. Haben Sie darüber nachgedacht, wie wir diese Optionen unseren Kunden vermitteln können? Ich glaube, dass eine klare und transparente Kommunikation auf unserer Website und während der Beratungen von entscheidender Bedeutung sein wird. Lektion 22. Transportmöglichkeiten erkunden. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie gut die Stadt mit Bussen und Bahnen verbunden ist. Hallo John, ja, das ist ein großer Vorteil für Bewohner und Besucher gleichermaßen. Was haben Sie sich zum Reisen vorgestellt? Wir können einen Zug nehmen und unterwegs die malerische Aussicht genießen. Es macht die Reise genauso angenehm wie das Ziel. Das klingt wunderbar. Ich liebe Zugfahrten. Sie bieten eine einzigartige Perspektive auf die Landschaft. Haben Sie unvergessliche Zugreisen gemacht?
Ja, ich bin einmal durch die Berge gereist und die Landschaften waren atemberaubend. Es war eine bemerkenswerte Erfahrung. Ich kann es mir ja nur vorstellen. Es ist erstaunlich, wie eine Zugfahrt im Vergleich zum Autofahren eine ganz andere Atmosphäre bieten kann. Absolut. Außerdem ist es entspannter, da Sie lesen oder sogar mit Mitreisenden chatten können. Und Sie müssen sich keine Sorgen um den Verkehr machen. Meinst du, wir sollten bald eine Zugfahrt planen? Definitiv. Ich würde gerne nahegelegene Städte erkunden und die lokale Kultur erleben. Lektion 23: Die Bedeutung des Eincheckens. Guten Morgen, Anna. Ich habe gerade gelesen, wie wichtig es ist, für Flüge einzuchecken. Hallo John, das ist ein wesentliches Thema. Wie früh sollten Reisende Ihrer Meinung nach einchecken? Generell wird empfohlen, mindestens 2 Stunden vor Ihrem Flug einzuchecken, insbesondere bei internationalen Reisen. Ich stimme zu. Frühzeitiges Erscheinen kann helfen, Stress abzubauen und sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft. Was machst du normalerweise in dieser Zeit? Ich trinke gerne einen Kaffee und entspanne mich, bevor ich zum Garten gehe. Es ist eine schöne Art, die Reise zu beginnen. Das ist eine tolle Idee. Ich nehme mir oft die Zeit, meinen Reiseplan zu überprüfen und mein Gepäck noch einmal zu überprüfen. Ja, organisiert zu sein kann einen großen Unterschied machen. Haben Sie schon einmal einen Flug wegen verspätetem Check-in verpasst? Zum Glück nein. Aber ich habe andere in Eile gesehen und es ist ziemlich stressig, dabei zuzusehen. Es verstärkt die Notwendigkeit eines guten Zeitmanagements. Genau. Vorausplanung ist der Schlüssel zu einem angenehmen Reiseerlebnis. Lektion 24: Die Reise des Geschichtenerzählens. Hallo Anna, ich habe über das Geschichtenerzählen nachgedacht und darüber, wie wichtig es ist, Botschaften zu vermitteln, auch wenn sie unvollkommen sind. Hallo John, das ist ein tiefgründiger Gedanke. Was hat diese Überlegung inspiriert? Ich habe gelesen, dass selbst wenn mein Roman inkompetent wäre, sein Versuch, die Geschichte nachzuerzählen, immer noch wertvoll wäre. Das ist eine interessante Perspektive. Jede Geschichte hat das Potenzial, bei jemandem Anklang zu finden, unabhängig von ihrer Umsetzung. Genau. Es betont, wie wichtig es ist, Erfahrungen und Perspektiven auszutauschen, nicht wahr? Absolut. Geschichten können Veränderungen anregen, Emotionen hervorrufen und Verbindungen zwischen Menschen schaffen. Haben Sie sich jemals von einer Geschichte bewegt gefühlt, auch wenn sie nicht perfekt erzählt wurde? Ja, auf jeden Fall. Manchmal kann die Leidenschaft, die hinter dem Geschichtenerzählen steckt, wirkungsvoller sein als die Geschichte selbst. Das ist so wahr. Es erinnert uns daran, dass das Geschichtenerzählen eine Reise ist, die es wert ist, unternommen zu werden, unabhängig vom Ergebnis.